Herzlich willkommen auf meinem Kanal Nicoles Aktiensteckbriefe. Bei mir lernt ihr Unternehmen kennen und deren Geschäftsmodelle. Ich analysiere mit euch außerdem wertvolle KPIs, um zu bewerten, wie profitabel denn ein Investment in dieses Unternehmen wäre. Heute nehmen wir mal die Cintas auseinander und schauen, wie ihr das eigentlich gelingt, anderen Unternehmen Arbeit abzunehmen und das als Businessmodell so richtig erfolgreich durchzuziehen. Ich bin Nicole, schön, dass ihr dabei seid und lasst uns starten. Ein kleiner Disclaimer vorab, bevor es so richtig losgeht. Ich gebe hier auf meinem Kanal weder Kaufs- noch Verkaufsempfehlungen und ihr seid selber dafür verantwortlich, wie ihr mit meinen Informationen umgeht und was ihr mit eurem Geld macht. Ja, das Geschäftsmodell, was ich euch im letzten Video vorgestellt habe, will ich hier nochmal ganz kurz als kleine Auffrischung zusammenfassen. Die Cintas ist ein Unternehmen, was anderen Unternehmen damit hilft, ihnen lästige Arbeit abzunehmen. Konkret liefern sie Arbeitskleidung, waschen, reinigen, nähen Arbeitskleidung zusammen und liefern sie wieder in die Schränke der Mitarbeiter der Unternehmen. Außerdem übernehmen sie noch Brandschutzsachen, Feuerlöscher, sie warten Erste-Hilfe-Kästen und übernehmen all diese Aufgaben, wo andere Unternehmen keinen Bock drauf haben, keine Ressourcen für abstellen wollen oder sich auch nicht selber damit befassen wollen aus rechtlichen Gründen. Und wie profitabel sind sie denn damit, den anderen Unternehmen die Arbeit abzunehmen? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, über die letzten Jahre hinweg konnte die Cintas ihren Umsatz, aber auch ihren Gewinn Jahr für Jahr im Schnitt kräftig steigern. Im Jahr 2024 erzielte Cintas einen Umsatz von ungefähr 9,6 Milliarden und einen operativen Gewinn von 1,56 Milliarden ungefähr. Das entspricht zu einer operativen Marge von 20% und einer reinen Gewinnmarge von über 16%. Und wenn man mal auf die Margenentwicklung schaut, dann sieht man auch eine eindeutige Aufwärtstendenz. Ja, für mich ist die Eigenkapitalrendite immer eine sehr wichtige Kennzahl, denn sie gibt an, wie viel Prozent Gewinn das Unternehmen eigentlich aus dem von mir als Aktionär in das Unternehmen getragene Eigenkapital auch erwirtschaften kann. Wie gut ist das Unternehmen darin? Ja, die Eigenkapitalrendite liegt bei über 25%. Das ist jetzt kein wahnsinnig hoher Wert, aber ist auch immer noch okay. Um noch besser zu beurteilen, wie gut das Unternehmen darin ist, das Gesamtkapital einzusetzen, um damit Gewinne zu erwirtschaften, dazu kann man den Return on Invested Capital benutzen oder kurz ROIC. Denn der betrachtet nur den Teil des Fremdkapitals und des Eigenkapitals, der zum Wirtschaften im operativen Betrieb eingesetzt wird. Und der Return on Invested Capital ist hier bei Cintas bei über 17%. Ist ein Wert, der ist auch okay. Also von der Profitabilität würde ich sagen, sieht das erstmal solide für mich aus. Da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie lohnenswert denn ein Investment in das Unternehmen für uns Aktionäre wäre. Und dazu schauen wir als erstes mal auf die Dividendenbetrachtung, denn unter euch sind ja auch einige Dividendeninvestoren. Also wenn man sich sofort eine hohe Dividende erwartet, dann ist man bei der Cintas definitiv falsch. Denn sie haben nur eine Dividendenrendite von 0,68% zurzeit. Aber hier gilt ganz klar das Prinzip, wer lange investiert ist, wird irgendwann die Früchte ernten und eine gute persönliche Dividendenrendite trotzdem rausholen. Es dauert aber ein paar Jahre, denn wir haben ein hohes Dividendenwachstum. Man muss aber halt über Jahre investiert sein, um eine gute persönliche Dividendenrendite davon zu erfahren. Und dann kommt der Break-Even und es rockt. Also, seit einem Jahr hat Cintas nämlich auch die Dividende um 15,96, also um fast 16% angehoben und auf die letzten 5 Jahre im Schnitt immer um fast 20% jedes Jahr angehoben. Auch auf 10 Jahre sogar auf 22% im Schnitt angehoben pro Jahr. Die Ausschüttungsquote liegt hierbei bei etwas über 33%. Da ist eigentlich auch noch ein bisschen Luft nach oben und wenn die Cintas es schafft, auch die nächsten Jahre kräftig ihre Gewinne zu steigern, dann sind natürlich auch weitere Dividendensteigerungen sehr wahrscheinlich. Ja, wenn die Cintas rund 33% ihrer Gewinne an uns Aktionäre ausschüttet, bleiben ja noch 67% rund übrig, die dann wieder zurück in das Eigenkapital fließen. Und wie gut die Cintas jetzt dieses restliche Eigenkapital verwendet, um damit am Markt weiter zu wachsen, das sagt die Sustainable Growth Rate aus. Im Moment hätte die Cintas eine Sustainable Growth Rate oder auf Deutsch nachhaltige Wachstumsrate von 16,8, also knapp 17% zurzeit und könnte damit um knapp 17% Jahr für Jahr inkrementell wachsen. Aber als Aktionäre, da werden wir ja nicht nur durch Dividenden vom Unternehmen belohnt, es gibt ja auch noch weitere Aspekte und bei Cintas sind aufgrund der geringen Dividendenrendite auch die weiteren Aspekte hier noch wichtiger. Denn auch Aktienrückkäufe sind ein gutes Indiz,
dass das Unternehmen uns als Aktionäre belohnt. Denn wenn die ausstehenden Aktien am Markt immer geringer werden, dann werden natürlich unsere eigenen Anteile im Verhältnis immer wertvoller und das birgt halt Potenzial für Kursgewinne. Und wie man hier auf der Grafik sieht, ist die Anzahl der ausstehenden Aktien auch schön regelmäßig gesunken. Das heißt, hier ist die Cintas wirklich sehr gut darin, eigene Aktien auch zurückzukaufen. Das finde ich echt top. Und dann schauen wir mal auf den Kursverlauf seit dem Jahr 2015, also über die letzten 10 Jahre und der ist wirklich Bombe. Schaut selbst. Wenn man die Dividenden nicht betrachtet, also den reinen Kursverlauf nur anschaut, dann sieht man eine Rendite von 955% über die letzten 10 Jahre. Wenn man die kleine Dividende noch on top nimmt, dann ist man über 1000%. Dann ist man bei 1075%. Das ist schon echt cool. Also man hätte definitiv einen 10-Bagger im Portfolio, wenn man im Jahr 2015 in Cintas investiert hätte. Wenn ich in 2015 also 10.000 US-Dollar genommen hätte und in Cintas investiert hätte, wären das jetzt 117.500 $. Ja, nicht schlecht. Ja, ich habe Cintas auch im Portfolio, aber leider noch nicht so lange, erst seit einem Jahr oder so. Also die Performance habe ich bis jetzt leider noch nicht erreicht. Jetzt schauen wir uns aber auch nochmal an, wie sicher denn ein Investment in die Cintas überhaupt ist. Denn wir wollen ja nicht die Katze im Sack kaufen, nur weil sie gute Zahlen liefern. Sie müssen ja auch ordentlich niedrig verschuldet sein, das heißt nicht zu überschuldet, um noch irgendwie auch langfristig profitabel zu sein. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, die Cintas hat eine Verschuldungsquote zum EBIT von 1,2. Das bedeutet, sie müsste ihren operativen Gewinn 1,2 Jahre erwirtschaften und hätte damit die Schulden getilgt. Das ist ein Wert, der ist eigentlich ganz okay. Die Verschuldung, die ist in der Tendenz auch abnehmend, also bis zum Jahr 2017 war sie abnehmend, dann haben sie wieder mehr Schulden aufgenommen, übernahmenbedingt. Aber seitdem geht die Verschuldungsquote zum EBIT auch wieder stetig zurück und das ist erstmal gut. Ja, auch die Verschuldungsquote im Verhältnis zum Eigenkapital sieht eigentlich in Ordnung aus, denn sie liegt bei 44%. Das bedeutet, dass man für $1 Eigenkapital 44 Cent Schulden im Verhältnis hat. Und auch diese Quote ist seit dem Jahr 2017 jetzt wieder am Sinken. Ja, auch der Free Cashflow, der ist für mich eine sehr, sehr wichtige Kennzahl, der dazu beiträgt, wie sicher ein Unternehmen für mich ist. Denn wenn die Free Cashflows ständig gesteigert werden, ist das ja auch ein gutes Indiz, dass die Zahlungsfähigkeit auch zunimmt und damit die Cintas immer besser in der Lage ist, zu investieren, ihren Geschäftsbetrieb weiter voranzutreiben, aber auch meine Dividenden auszuschütten. Und wenn man sich hier mal den Chart anschaut zur Free Cashflow-Entwicklung, ist das eigentlich sehr erfreulich, denn die Cashflows sind die letzten Jahre immer kräftig angestiegen. Gut, jetzt wissen wir, wie profitabel das Unternehmen wirtschaftet, welche Belohnungen da für uns als Aktionäre rausspringen und wie sicher ein Investment wäre. Jetzt schauen wir uns an, wie das eigentlich die Aktionäre am Markt sehen und ob sie die Aktie kaufen, verkaufen und wie die aktuelle Bewertung ist. Lass uns damit starten. Ja, sowohl der Preis zum Free Cashflow, also das Verhältnis des Aktienkurses zum Free Cashflow, als auch das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, liegt bei über 50 und die Tendenz ist hier nach oben steigend. Also wird die Bewertung teurer. Das heißt, dass die Cintas mit dem über 50-fachen ihres aktuellen Forward-Gewinns auch bewertet ist und damit schon ziemlich hoch bewertet. Und wenn man sich dann aber noch den Buchwert anschaut, also das Geld, was eigentlich übrig bleibt, wenn das Unternehmen alle Vermögenswerte veräußern würde und alle Schulden tilgen würde, wäre ein Buchwert von $32 noch übrig. Und wenn man sich dazu noch den materiellen Buchwert oder auch Substanzwert genannt anschaut, dann muss man ja noch alle immateriellen Vermögensgüter abziehen, so wie den Goodwill, der zum Beispiel nach zu teuren Unternehmensübernahmen entsteht und so weiter, aber auch Patente und Markenrechte. Und dann bleibt noch ein Substanzwert übrig von immerhin positiv $1,92. Ich sage hier immerhin positiv, weil es viele Unternehmen gibt, die dann einfach einen negativen Substanzwert haben, wenn man all diese immateriellen Güter abzieht. Und damit ist Cintas noch gerade so über der Schwelle, wo ich sage, okay, sie sind positiv. Das muss man erstmal als gut bewerten. Und das Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zum Buchwert, also das Price-to-Book-Verhältnis, ist hier bei 21. Also ist die Aktie auch mit dem 21-fachen des aktuellen Buchwerts bewertet. Das ist auch schon recht hoch.
Also um das Ganze mal zusammenzufassen, die Cintas ist für mich schon ein Unternehmen, wo sich ein Investment irgendwie lohnt. Es kommt immer so ein bisschen auf den Einstiegszeitpunkt natürlich an, wie bei allen anderen Aktien auch. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist sie schon sehr hoch bewertet. Da würde ich dann schon mal schauen, ob es nicht doch mal einen Dip gibt, wo man die Aktie ein wenig günstiger bekommt. Denn langfristig liefern sie einfach solide Zahlen und sind profitabel. Und ich denke auch, dass sie in Zukunft weiter wachsen können. Ja, die Zahlen zur Cintas, die kennen wir jetzt. Aber wie schlägt sie sich denn eigentlich im Vergleich zu ihren Wettbewerbern am Markt? Dazu betrachten wir jetzt mal ein paar relevante KPIs mit denen der Wettbewerbern. Als Wettbewerbsvergleich ziehe ich hier die Konkurrenten Aramark, UniFirst und Rentokil in Betracht. Aramark und UniFirst sind ebenfalls wie die Cintas auch amerikanische Unternehmen und hauptsächlich auf dem amerikanischen Kontinent auch tätig, und Rentokil ist ein britisches Unternehmen. Anhand der Nettomarge sieht man, dass hier die Cintas mit weitem Abstand das profitabelste Unternehmen in der Branche ist. Denn Cintas Nettomarge liegt bei knapp 16% und darüber. Und der zweitbeste Rentokil, der hat nur ungefähr 7% Nettogewinnmarge. Ja, die anderen sind noch ein bisschen schlechter. UniFirst ist auch ungefähr bei 6% und Aramark ist hier der schlechteste Kandidat mit einer Nettogewinnmarge von unter 2%. Und die Cintas ist auch am besten darin, das Kapital arbeiten zu lassen, um damit Gewinne zu erwirtschaften. Denn der ROIC, der ist auch mit Abstand am höchsten, bei knapp 20%. Und Rentokil ist hier aber auch der zweitbeste Kandidat mit knapp unter 10%. UniFirst und Aramark sind hier noch ein bisschen niedriger. Die sind im einstelligen Bereich. Ja. Bei der Eigenkapitalrendite sieht es ähnlich aus. Hier ist ebenfalls Cintas mit weitem Abstand der Gewinner. Rentokil auch hier an zweiter Stelle mit großem Abstand, danach Aramark und dann UniFirst. Jetzt vergleichen wir nochmal die Verschuldungsquoten der Wettbewerber. Hier ist natürlich die Betrachtung der Charts genau andersrum. Hier ist das Unternehmen besonders gut, was eine niedrige Verschuldung hat. In dem Fall ist in dem Gebiet hier der Gewinner die UniFirst. Denn UniFirst ist hier am geringsten verschuldet im Verhältnis zum Eigenkapital. Aramark ist hingegen richtig, richtig schlecht. Die sind fast mit dem 2,5-fachen des Eigenkapitals verschuldet. Die Cintas, hier so im Mittelfeld, aber immer noch weniger verschuldet als Eigenkapital. Und Rentokil ist etwas mehr verschuldet, als sie Eigenkapital haben. Da die UniFirst auch am wenigsten verschuldet ist, sind sie natürlich auch am besten in der Lage, ihre Zinsen zu tilgen. Sie haben eine Interest Coverage von über 80. Der zweitbeste Kandidat ist hier Cintas mit dem Interest Coverage von über 20 und Rentokil und Aramark, die sind beide nicht so besonders hervorzuheben. Ja, mit welchen dieser Unternehmen hätten wir denn jetzt die stärkste Rendite über die letzten 5 Jahre erwirtschaften können? Da schauen wir jetzt mal drauf, da bin ich mal sehr gespannt. Und tada, unser Kandidat Cintas ist hier der klare Gewinner. Sie hatten eine Rendite über die letzten 5 Jahre von rund 250%, während der zweitbeste Kandidat UniFirst hätte uns nur eine Rendite von knapp 60-70% ungefähr beschert. Und Rentokil und Aramark wären beide nicht so der Burner gewesen, mit einer Rendite von vielleicht maximal 25% über die letzten 5 Jahre. Ja, hier sieht man ganz deutlich, dass Cintas als größter Anbieter von diesen Mietdienstleistungen damit auch die meisten Kunden hat im Land und am profitabelsten ist, einfach weil sie in der Lage sind, hohe Margen zu erwirtschaften und dadurch auch optimaler die ganzen Kunden bedienen zu können, indem sie einfach viele Kunden miteinander auch kombinieren. So, jetzt wissen wir ja, wie profitabel das Unternehmen über die letzten Jahre gewirtschaftet hat und welche Belohnung dabei für uns als Aktionäre herausgesprungen wäre. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch gerne schon mal ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Denn jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einer SWOT-Analyse, in der ich euch auf Grundlage der 2 Videos, also dieses Videos und des Vorgängervideos, zeige, welche Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken ich bei der Cintas und bei einem Investment in die Cintas sehe. Ihr Geschäftsmodell ist total skalierbar, denn sie haben ein Abo-Modell, welches sich auch ändern lässt und einfach durch wöchentliche oder in anderen Frequenzen ausgeführte Lieferungen haben sie ständige Einnahmen. Und durch die digitale Logistikoptimierung schaffen sie es auch immer effizienter zu wirtschaften und haben damit Potenzial,
ihre Margen noch weiter zu steigern. Und auch ihr diversifiziertes Leistungsportfolio ist eine echte Stärke der Cintas, denn sie haben damit großes Cross-Selling-Potenzial und können weitere Services ihren Kunden anbieten. Auch die Zahlen sind ja sehr solide, wie ihr gesehen habt, und mit einer operativen Marge von 20% sind sie auch echt profitabel. Und das Management ist auch lange im Unternehmen beschäftigt und kennt sich sehr gut aus und hat viel Erfahrung. Ja, was läuft denn nicht so gut, beziehungsweise wo sehe ich die Schwächen? Ja, zuallererst sind sie halt nur auf dem amerikanischen Markt vertreten. 90% in den USA und dann noch ein bisschen Kanada. Und damit haben sie halt keine wirkliche Länderdiversifikation. Dann ist die Nachfrage nach den Unternehmensdienstleistungen natürlich auch ein bisschen zyklisch. Je nach Konjunkturphase können mal mehr Arbeitsschutzartikel und mehr Arbeitskleidung benötigt werden oder mal weniger. Ja, eine Schwäche ist halt auch, dass sie den Fachkräftemangel als Problem haben. Ja klar, wenn Unternehmen weniger Mitarbeiter finden, die für sie arbeiten, brauchen die natürlich auch weniger Arbeitsschutzkleidung. Und der Innovationsfaktor im Kerngeschäft bei dem Verleih von Kleidung und Anbietung von Services, der ist natürlich auch irgendwo begrenzt. Als Chance hingegen sehe ich aber Wirtschaftswachstum. Denn das kann dazu führen, dass natürlich immer mehr Firmenkunden auch die Services von Cintas in Anspruch nehmen. Dann haben es sich einige Unternehmen aber auch als Trend gesetzt, immer wieder in ESG-Maßnahmen und vor allem in Arbeitsschutzmaßnahmen zu investieren und sich dort zu verbessern. Und hier kommt auch die Cintas ins Spiel und kann mit ihren Dienstleistungen den Unternehmen dabei helfen. Ihre Digitalisierungsinitiativen, die ermöglichen halt auch noch Effizienzsteigerungen und dass die Kundenbetreuung noch besser funktionieren kann. Und durch das Cross-Selling haben sie halt viel Potenzial, um die Kundenbindung noch zu stärken und immer mehr Services auch an bestehende Kunden zu verkaufen. Ja, zukünftig hätten sie theoretisch noch die Chance, auch weitere Länder und Regionen zu erklimmen. Jedoch ist das bis jetzt noch nicht in deren Geschäftsmodell vertreten. Also sie konzentrieren sich wirklich auf USA und auf Kanada. Ja, als Risiken für den Geschäftsbetrieb von Cintas sehe ich vor allen Dingen, dass die Konkurrenz auch stark ist. Also sie haben viel Konkurrenz auch in ähnlichen Geschäftsbereichen und es kommen auch neue Nischenanbieter auf den Markt. Die Kostensteigerungen sind allgemein auch zu erwarten. Also Löhne steigen, Transportkosten steigen, Energiekosten steigen. Ja, sie haben auch das Risiko, dass sich einfach Regulatorien ändern, Sicherheitsstandards werden geändert. Da müssen sie halt einfach auch gut drin sein, schnell auf Änderungen reagieren zu können. Ja, ein Risiko könnte auch noch die technologische Disruption sein, zum Beispiel durch autonome Lieferlösungen oder KI-Anwendungen. Ja, das habe ich als Schwäche auch schon mal aufgelistet, aber ist für mich auch in die Zukunft gerichtet ein Risiko, dass einfach der Fachkräftemangel noch größer wird und damit die Anzahl an Mitarbeitern, die diese Kleidung und Schutzmittel benötigen, natürlich auch langfristig sinkt. Und durch die KI und Robotik auch fallen halt immer weitere Jobs auch weg. Zum Beispiel, wenn man mal in die Gastronomie schaut, da sieht man auch immer mehr Roboter, die einfach das Essen ausliefern. Und ja, die brauchen auch in der Regel weniger Arbeitsschutzkleidung. Wobei es wäre eigentlich ganz süß, so ein Roboter mit einer Schürze. So, damit wäre ich auch schon am Ende meines Videos angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da und schreibt mir auch mal einen Kommentar, ob es euch gefallen hat oder welches Unternehmen ich vielleicht noch analysieren soll für euch. Und wenn ihr mein erstes Video zur Cintas verpasst habt, dann schaut euch gerne nochmal mein Vorgängervideo an. Denn in dem erkläre ich das Geschäftsmodell und zeige euch ein paar Strategien, mit denen die Cintas das meiste Geld verdient. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.